Opa, schau, ich habe ein paar kleine Kätzchen gefunden, rief der Enkel schon von der Haustür aus die freudige Nachricht. Doch der Großvater, der in die Kiste blickte, schimpfte den Jungen und befahl ihm, diese Monster auf die Straße zu bringen. Diese Geschichte ereignete sich im Sommer 2020 und der 13-jährige Dennis teilte sie in einem beliebten Forum. Wie in den Jahren zuvor verbrachte er auch diesen Sommer bei seinen Großeltern auf dem Dorf. Es war die schönste Zeit des Jahres. Mit seinen Freunden verbrachte er den ganzen Tag draußen, ging an den Fluss und in den Wald, angelte, schwamm und sonnte sich. Als Bewohner einer Großstadt staunte Dennis über alles, was in dem kleinen Dorf geschah. Seine Großeltern hatten einen riesigen Gemüsegarten und einen kleinen Bauernhof, auf dem Hühner, Kaninchen, Schweine und sogar Schafe lebten. Der Junge half seinen Verwandten, wo er konnte, obwohl er nicht viel dazu gezwungen wurde. Eines Sommertages ging er mit seinen Freunden durch eine kleine Waldlichtung zum Fluss. Auf dem Rückweg hörte er ein leises Quietschen, das aus dem Gebüsch nahe eines großen Baumes kam. Dennis ging dem Geräusch nach und fand in einem alten Baumhohlraum eine ganze Reihe winziger neugeborener Kätzchen. Mit seinen Freunden beschlossen sie, die Babys zu retten und sie zu seinem Großvater zu bringen. Einer von Dennis' Freunden holte eine Kiste und ein Handtuch, und die Teenager trugen ihren Fund stolz nach Hause. Doch der Großvater, als er die Babys sah, schrie seinen Enkel sofort an und befahl ihm, sie auf die Straße zu werfen. Der Junge war auf seinen Großvater böse, nahm die Kätzchen wieder mit und schloss sich in seinem Zimmer ein. Der Großvater wollte mit Dennis sprechen, aber der Junge blieb stumm und ging ins Forum, um ein Bild der Kätzchen zu zeigen. Und dann wurde er schnell enttäuscht. Es waren gar keine Kätzchen, sondern junge Frettchen, gefährliche Raubtiere, die oft Hühner und Kaninchen von den Menschen stehlen. Der Junge rannte sofort zu seinem Großvater und erzählte ihm, was er erfahren hatte. Der Großvater bestätigte, ja, er erkannte diese gefährlichen Babys sofort. Er hatte es schon satt, gegen sie anzukämpfen, denn diese gerissenen Tiere schlichen ständig in die Scheune und raubten Hühner und Kaninchen. Dennis überprüfte später das Nest und bemerkte, dass die Jungen nicht mehr da waren. Offensichtlich hatte die Mutter die Babys verloren und beschlossen, sie an einen anderen Ort zu bringen, zum Glück für die Bewohner der Nachbarhäuser. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.